Jahresrückblick 2025. Mein Name ist Matthias Glüh, ich bin der Eigentümer des Frankfurter Uhrenherstellers Guinant. Willkommen zu unserem Video Jahresrückblick 2025. Ja, das Jahr 2025 war herausfordernd und spannend zugleich. Ich denke, herausfordernd, da brauche ich nichts zu erklären. Das spüren wir alle. Spannend für uns, weil wir in diesem Jahr unseren 160. Geburtstag feiern können. 1865 wurde Guinant ja gegründet in der Schweiz und 2025 sind wir nur 160 Jahre alt. Und so haben wir letztes Jahr begonnen, uns auf dieses Jubiläum vorzubereiten, alle Archive durchgeforstet und auch noch am Anfang dieses Jahres daran gearbeitet und konnten dann unser Buch 160 Jahre Guinant, eine Reise durch die Zeit vorstellen. In dem Buch haben wir alles zusammengetragen, was wir zum Thema Guinant und seine Geschichte finden konnten. Und ich kann sagen, es war sehr, sehr spannend. Wir haben im Laufe der Produktion immer neue Dinge erfahren, immer spannende Dinge erfahren, immer Dinge, die wir vorher so noch gar nicht wussten. Das alles ist in diesem Buch erstmal zusammengeflossen. Ja, und natürlich zu einem Jubiläum stellt sich immer die Frage, gibt es auch Uhren zum Jubiläum? Natürlich, klar. Und da sind wir zu unseren Anfängen zurückgegangen, denn das erste, was Guinant produziert hat, waren Taschenuhren. Und so haben wir zu unserem Jubiläum eine Taschenuhr vorgestellt, Guinant Frère, die wir in sehr, sehr kleiner Stückzahl produziert haben, die durch ein ganz besonderes Zifferblatt sich auszeichnet, dessen Vorlage aus der Zeit unserer Gründung stammt. Ja, das war nicht die einzige Uhr, die wir für dieses Jahr vorbereitet hatten, natürlich nicht. Wir haben ein zweites Modell vorbereitet und das ist eine ganz besondere Taucheruhr. Dieses Modell nennt sich Treasure Diver und gehört zur Familie unserer Deepwave Taucheruhren. Und die Besonderheit bei dem Modell ist, dass es ein bisschen elegant sportlicher ist als die sehr instrumentellen Taucheruhren, die wir unter der Bezeichnung G44 Deepwave produzieren. Das Besondere daran ist ein vergoldeter Rehot, vergoldet aber vorher satiniert, also sehr dezent gemacht, und ein vergoldeter satinierter Sekundenzeiger. Das Modell ist limitiert und trägt diese Limitierung auch auf dem Gehäuseboden. Ja, und für die Liebhaber von Chronographen gab es natürlich dieses Jahr auch was. Und zwar gab es für die Liebhaber von Chronographen einen ganz besonderen Chronograph, der auch in unserer Geschichte wurzelt, nämlich aus einem Modell der 70er Jahre entlehnt ist und dort das Zifferblatt oder die Farbe des Zifferblatts aufgreift. Ein ganz, ganz besonderes Blau. Dieser Chronograph heißt Montreal und ist auch limitiert auf eine kleine Stückzahl. Das Besondere hier, ich sagte es gerade eben, ist das Zifferblatt. Wir haben uns das Original angeschaut, das konnten wir im letzten Jahr kaufen vom Erstbesitzer. Das Modell wurde 1974 ausgeliefert und befindet sich im Originalzustand. Das haben wir jetzt bei uns im Archiv. Kann man übrigens in unserem Werksverkauf sich auch anschauen, ist da ausgestellt. Und dann sieht man, dass dieses Blau des Zifferblatts ein helleres, sehr besonderes Blau ist. Und das wollten wir bei dem neuen Modell aufgreifen. Das hat sehr, sehr viel Arbeit gekostet, das abzubilden, aber das ist uns gelungen. Und so ist mit dem Montreal eine Uhr entstanden, die gut ablesbar ist, aber trotzdem sehr elegant. Ja, 2025 geht in die Zielgerade mit dem September und der September ist bei uns traditionell immer der Monat, in dem wir eine ganz besondere Uhr vorstellen. Und das ist immer eine Uhr zu Ehren von dem Helmut Sinn. Der Helmut Sinn war ja früher Kunde bei Guinant, wir haben viele seine Uhren produziert
und war ja auch dann über viele Jahre, nachdem er sozusagen in Ruhestand gegangen war, Aktionär, der Aktionär der Guinan SA in der Schweiz. Und für dieses Jahr haben wir uns ein Modell ausgesucht, was extrem selten ist. Extrem selten, weil man verbindet mit Helmut Sinn immer Fliegeruhren, aber sowohl er als auch wir haben auch eine Historie bei Uhren, die nicht für die Luft gemacht ist, sondern robust unter Wasser. Und so haben wir die HS 109, er wäre dieses Jahr 109 Jahre alt geworden, aufgelegt. Und das ist eine Taucheruhr im Design der 60er Jahre. Damals sogenannte Skin Diver, also ich würde das mal frei übersetzen für Schnorcheln, für Freizeittauchen. Dieses Modell HS 109 haben wir im Jahr 2025 anlässlich seines Geburtstags aufgelegt. Kleine Randnotiz, wie in den letzten Jahren immer mal wieder reservieren wir den Prototyp einer dieser besonderen Uhren für eine ganz besondere Aktion, die wir zusammen mit der Stiftung FAZ Leser helfen machen. Da versteigern wir so ein Modell zugunsten dieser Stiftung und der Arbeit dieser Stiftung. Das läuft immer über unsere Webseite und auch dieses Jahr läuft, wir sind jetzt hier am Jahresausklang, noch ein paar Tage läuft die Versteigerung zugunsten dieser Aktion. Am 10. Dezember wird das Ganze dann zu Ende gehen und dann hoffen wir, möglichst viel Geld zu erlösen, das wir dann an die Stiftung weitergeben können. Ja, dann sind wir eigentlich fast schon am Ende des Jahres, aber fast bedeutet nicht ganz. Das Modell Instrument 91 ist bei uns die Uhr mit dem Handaufzugswerk auf Basis des HS 81. Und die haben wir seit wenigen Tagen wieder auf unserer Webseite, produzieren die in einer ganz, ganz leicht veränderten Form. Das Gehäuse ist unverändert, das Zifferblatt ist unverändert. Die einzige Änderung ist der Stundenzeiger, der trägt jetzt eine ganz kleine Spitze. Wie bisher wird dieser Stundenzeiger nicht wie Zeiger normalerweise aus Messing gefertigt, sondern wird aus Edelstahl gemacht, aus einem ganz dünnen Stahlblech gefertigt, von Hand weiter bearbeitet und dann auf die Uhr montiert. Das sind die Modelle, die wir dieses Jahr produziert haben. Die Taschenuhr ist, wie gesagt, war sofort ausverkauft. Die anderen Modelle sind in kleinen Stückzahlen, wenn limitiert, noch zu bekommen. Ja, damit ist für uns das Jahr zu Ende, zumindest das, was wir Ihnen zeigen können. Ich kann sagen, wir haben in dem Jahr natürlich nicht aufgehört, an neuen Ideen zu arbeiten. Und so wird das Jahr 2026 natürlich auch ein interessantes Jahr für Sie. Da kann ich versprechen, dass wir wieder interessante neue Modelle bringen können. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf das Jahresende. Und dann bleibt mir nur noch Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes Weihnachtsfest zu feiern und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos in 2026.